Der ist nicht schlecht. Der ist eher schwierig. Tore Hellström. Dich kriege ich auch noch. Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Deine Fingerabdrücke auf der Waffe, mit der ich Ansgar umbringe. Das wird uns für immer verbinden. Mein Flieger in die Karibik geht in 2 Stunden. Ich hau ab. Wenn du jetzt abhaust, dann wird Alexa ihre Aussage bekräftigen und Ansgar wegen Mordes verurteilt. Ist es Ihr eigener Entschluss, mit Alexa Berg die Ehe einzugehen? Ja, Und den hier wirst du ab heute tragen. das ist der Siegelring deines Vaters. Damit gehörst du zu uns. Für immer. Als du nach New York gehen wolltest, ohne vorher mit mir drüber zu reden, da wäre ich mitgekommen. Ich hätte für dich das hier alles zurückgelassen, obwohl meine Familie mich gebraucht hätte. Aber dann hast du die Rolle rückwärts gemacht und ich habe es wieder akzeptiert. Es war eine einmalige Sache. Vielleicht gibt es tatsächlich nur 2 Sorten von Frauen. Die, die du liebst, die dir alles geben, wonach du dein Leben lang gesucht hast. Und wenn sie verschwinden, bist auch du verschwunden. Verloren. Irgendwo im Universum. Oder auch an einem Ort wie hier, wo nichts mehr Sinn macht. Und es gibt die zweite Sorte Frau. Die, die dich hasst. Und zwar abgrundtief. Es stimmt, was man sagt. Es ist wirklich der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe den Mann, den ich will. Und ein anderer wird sterben. Das ist wahnsinnig romantisch. Und zwar sehr bald. Aber vielleicht gibt es auch noch eine dritte Sorte von Frauen. Die, die du beschützen willst, beschützen musst. Weil sie ein Teil von dir sind. Was soll das? Du heiratest die? Und ihr feiert Hochzeit und zieht euch eine Torte rein, oder was? Wie krank ist das? Ich dachte, ihr werdet eine Familie. Wir wären eine Familie. Ja? Und ich gehöre ab sofort dazu. Kim, können wir kurz reden? Ja? Komm. Es sind die, für die es sich lohnt, weiterzumachen. Nicht aufzugeben. Denn du musst an etwas glauben können. An die Zukunft. An die Gerechtigkeit. Ich habe dieses kleine Buch durchgelesen. Ob da irgendwas drinsteht, das mir den Glauben an die Gerechtigkeit zurückgeben kann. Aber alles, was ich gefunden habe, war Folgendes. Wenn Gerechtigkeit aus dem Gesetz kommt, dann ist Jesus umsonst gestorben. Ich werde Sie zum Gericht begleiten, damit wir unsere Strategie noch einmal durchgehen können. Stimmt was nicht? Nein, ich nehme nur Abschied von diesem Drecksloch. Vielleicht habe ich es ja nicht bis zu Ende durchdacht. Aber wie ich es auch drehe und wende, es kommt immer dasselbe für mich heraus. Entweder es gibt keine Gerechtigkeit oder es gibt keinen Gott. Beides keine besonders erbaulichen Aussichten. Sie sind sicher, dass Sie heute freikommen? Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß? Davon können Sie ausgehen. Haben Sie Haargel dabei? Ich bin Anwalt, keine Drogerie. Anfänger.
denn? Das ist maximal kitschig verpackte Quality Time. Aha. Ja, Rebecca und ich kriegen es irgendwie nicht mehr auf die Reihe, uns Zeit füreinander zu nehmen, weil dauernd irgendwas ist. Meistens die Arbeit. Deshalb habe ich meinen Job am Empfang ein bisschen ausgenutzt und ihr ein paar Tage freigeschaufelt. Weiß sie das? Rebecca ahnt nicht. Brell hören, filterlose Kippen rauchen, Froschschenkel futtern. Wofür das ganze französische Zeug? Ich habe gebucht. Paris, ein ganzes Wochenende, nur wir beide. Wow. Weißt du, ein Wochenende ist zwar keine Ewigkeit, aber trotzdem. Trotzdem was? Ich sehne mich einfach danach, mal wieder Zeit mit Rebecca zu verbringen, mit klarem Kopf. Ohne diesen ganzen Druck hier. Pläne schmieden und so, weißt du? Hast du Angst, dass ihr in eine Krise schlittert? Keine Ahnung. Wir verbringen so wenig Zeit miteinander, dass wir nicht mal merken würden, wenn wir in der Krise wären. Verstehe. Was ist? Mir ist nur gerade klar geworden, wie sehr sich unser Leben verändert hat, seitdem wir in Düsseldorf sind. Mama ist tot. Hagen ist tot. Hier sind lauter Babys. Und du bist mit einer Frau zusammen. Ich bin mit einer verheiratet. Wahnsinn, wir waren doch gerade selbst noch Kinder. Ja, das Leben ist ein Arschloch. Außer in Paris. Schick. Mir mein Kleiner. Weißt du was, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass wir Kim heute nicht zur Verhandlung begleiten. Ach, Quatsch. Ich habe sie 3-mal gefragt und sie hat jedes Mal gesagt, dass wir sie nur noch nervöser machen würden. Ich glaube, wir sollten sie heute einfach mal in Ruhe lassen. Also ich finde, man kann von Ansgar halten, was man will. Aber er ist ein guter Vater. Und Kim liebt ihn. Euch ist Ansgar doch völlig egal. Kim, auch wenn es vielleicht zunächst nicht so aussieht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Warum heiratet Tristan die Frau, die meinen Vater ins Gefängnis gebracht hat? Kannst du mir versprechen, dass du mit niemandem darüber redest, bis dein Vater wieder frei ist? Kriegst du das hin? Alexa wird vor Gericht ihre Aussage revidieren. Warum sollte sie das tun? Sie hasst Ansgar. Ja, was weiß ich, vielleicht, weil sie Tristan wirklich liebt und ihm einen Gefallen tun will. Ach, und deswegen heiratet er sie. Sebastian, man kann ihr nicht trauen, das wissen alle. Warum wisst ihr das nicht? Wir wissen das, wir haben aber nicht besonders viele Alternativen, okay? Selbst wenn sie ihre Aussage zurückzieht. Sie spukt hier rum, Tür an Tür mit Ansgar, weil sie ihn hasst. Ich habe mich doch längst um Personenschutz für deinen Vater gekümmert. Das Ganze muss allerdings sehr diskret ablaufen. Ach so, dann traust du ihr also auch nicht. Kim, ich erwarte von dir, dass du dich ruhig verhältst. Und ja, ich halte diesen Plan auch nicht für besonders ausgereift. Aber wir haben im Moment keinen anderen Weg, deinen Vater frei zu bekommen. Das ist vielleicht euer Weg. Meiner ist es nicht. Kim, Was hast du ihr erzählt? Wie jetzt? Keine Glückwünsche? Geh mir aus dem Weg. Warum so aggressiv, Kitty Cat? Ich sag's nicht nochmal. Wir spielen jetzt für dasselbe Team. Komm damit klar. Wenn du glaubst, dass ich auf dich reinfalle wie alle anderen, dann irrst du dich. Gib mir eine Chance. Ich werde meine Aussage vor Gericht zurückziehen. Dann kommt dein Vater frei. Warum solltest du das tun? Für Tristan, unsere Ehe. Wir wollen ganz neu anfangen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Egal, was du tust. Ich werde das verhindern. Vielleicht ist dein Daddy nicht der, den er dir vorspielt zu sein. Sondern ein Mörder. Und wenn schon. Er bleibt trotzdem mein Daddy. Bald wirst du spüren, wie es sich anfühlt, ihn zu verlieren. Weiß Kim, dass meine Fingerabdrücke auf der Waffe sind, mit der Alexa Ansgar erschießen will? natürlich weiß sie das nicht. Das ist ein Tanz auf dem Rasiermesser. Ah. Find lieber mal raus, was Alexa vorhat. Sie will ihn abknallen, das hat sie vor. Ach, schön. Vielleicht verrät sie dir auch ein paar Details. Wo, wann, wie. Und hast du auch eine Ahnung, wie ich das anstellen soll? Nee, hab ich nicht. Du bist doch mit ihr verheiratet, oder? Ich hoffe, du bist bereit, ein paar Risiken einzugehen. Ich habe nichts gegen Risiken. Gut. Wir werden die Giselle-Kampagne nicht im Fashion-Kontext starten, sondern dort, wo niemand damit rechnet. Das heißt Plakatwände.
Die Zielgruppe kauft uns sowieso. Ich habe mir die Daten angesehen. Wenn wir unser Kundenspektrum erweitern wollen, dann müssen wir die One-Shot-Shopper abholen. One-Shot-Shopper. Was soll denn das sein? Scheiße, ist egal, lass liegen. Das sind die, die sich nicht permanent bei LCL einkleiden, sondern sich nur alle 1-2 Jahre einen Teil kaufen. Also sozusagen die Hardworking-Mittelschicht. Die für Luxus sparen müssen, aber trotzdem total scharf drauf sind. Die Oberstudienrätin, die feste Freie, die Redakteurin. Ja, das klingt alles sehr interessant, Thora. Aber sollten wir uns nicht auf das Wesentliche konzentrieren? Ja, was ist denn bitte das Wesentliche? Ob du es glaubst oder nicht, aber die Kleider. Wissen wir schon, welche Modelle wir bei der Kampagne mit Giselle präsentieren wollen? Hast du schon eine Vorauswahl getroffen? Ja, das habe ich. Na, lass mal sehen. Ja, jetzt guck mich nicht so an. Also von mir aus ist es egal, welche Kleider wir nehmen. Hauptsache es steht LCL drauf. Ich wusste, dass du das sagst. Wir verstehen uns eben blind. Diese Kampagne wird in die Geschichte eingehen. Merkt ihr diesen Tag? Ich werde ihn nie vergessen. Hier muss es sein. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Warten Sie, ich helfe Ihnen kurz. Dankeschön. Gerne. Ich hätte ganz kurz eine Frage. Wir suchen das Zimmer 713. Das ist eine Etage höher. Okay, danke schön. Was ist los mit dir? Wirkt sich die Tatsache, dass du ein verheirateter Mann bist, jetzt schon negativ auf deine Libido aus? Ich gebe zu, es macht mich ein wenig nervös zu wissen, dass meine Fingerabdrücke auf der Waffe sind, mit der Ansgar ermordet werden soll. Tja, so ist das, wenn man verheiratet ist. Man teilt die Freuden und die Schrecken. Und wann kommen die Freuden? Wie wär's, wenn du deinen ehelichen Pflichten nachkommst und ein paar Fingerabdrücke auf mir hinterlässt? Findest du nicht, dass du mir verraten solltest, was du vorhast? Ich habe verschiedene Varianten durchgespielt. Zuerst dachte ich, es muss alles ganz schnell gehen. Heute noch. Aber dann dachte ich, hey, warum mich nicht erst in Sicherheit wiegen? Das eigene Risiko minimieren. Abwarten, bis Ruhe eingekehrt ist. Und dann eines Nachts, wenn er schläft. Aber vielleicht will ich auch, dass er mir dabei in die Augen schauen muss. Und weiß, dass ich es bin, die ihn auslöscht. Und für welche Variante hast du dich entschieden? Für keine. Du weißt doch, ich bin ein spontanes Mädchen. Mit jeder Menge schmutziger Fantasie. Aber jede dieser Fantasien endet mit Ansgars Tod. Was gibt's denn da oben zu sehen? Den Himmel. Meinen Sie, da schwebt heute noch ein Engel runter und rettet Ihren Arsch? Also Ihren jedenfalls nicht. Kim, ich kann vollkommen nachvollziehen, wie du dich fühlst, aber das, was wir hier tun, ist kriminell. Sagt der illegale Einwanderer, der mit seinem besten Kumpel Tanja von Landstein entführt und Flugzeuge geklaut hat. Okay, das war vielleicht ein kleiner Fehler oder eine Menge von Fehlern oder eine Galaxie von Fehlern, aber das hier ist auch einer. Jetzt bitte quatsch nicht rum und hilf mir lieber zu suchen, okay? Und was genau versuchen wir zu finden? Keine Ahnung, irgendwas, das beweist, dass Alexa lügt. Die Landsteins haben eine Menge Kohle investiert, um irgendwas rauszufinden. Und was ist passiert? Nichts. Und außerdem will Alexa ihre Falschaussage zurücknehmen. Verdammt doch mal, Emilio. Das ist eine Falle. Du glaubst doch nicht, dass Alexa plötzlich ein guter Mensch geworden ist und ihre Falschaussage zurücknimmt. Jetzt bitte, wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Hilf mir oder hilf mir. Okay, ich helfe dir. Ich habe das Gefühl, hier irgendwo ist ein Zettel, wo drauf steht: Hallo, ich bin Alexa Berg und habe gelogen. Wo ist er denn? Emilio, Ja? ich will Ansgar nicht verlieren, okay? Ich brauche ihn. Ich weiß einfach, dass er sich nicht auf Alexa verlassen darf. Okay, entschuldige. Gut, dann. Wir haben nicht viel Zeit. Also im Endeffekt läuft es auf die 3 Modelle hinaus, ne? Gut, dann können wir jetzt über die Kampagne reden. Ja. Sorry, soll ich die Chiffonbänder vom Modell 41 glatt einbügeln? Ja, bitte. Also stellen wir uns den Markt als eine Frau vor, die verführt werden will. Meinetwegen. Wie verführt man am besten? Mit asymmetrischer Indoktrination. Aha. Ich nochmal, was ist mit den Samtapplikationen? Sind die fertig? Ja, die kannst du im Lager abholen. Die sind vorhin gekommen. Okay.
Ja, also an sich finde ich es gut, dass wir an unkonventionellen Orten werben. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob wir... Entschuldigung, nur noch eine klitzekleine Frage. Was denn jetzt noch? Soll ich den Saum bei der 17 stärken oder willst du es luftig? Ich will's luftig. Das war's ja schon. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Du findest es prinzipiell gut, aber Jetzt habe ich den Faden verloren. ich glaube, ich weiß, was wir jetzt brauchen. Tage, die 36 Stunden dauern, dass wir das alles hinbekommen. Nein, ein Workshop-Wochenende, wo wir die Ideen sammeln und festlegen können, ohne diesen ganzen Trubel hier. Meinst du jetzt mit Wochenende im Sinne von Wochenende? Ich verstehe, du musst es erst mit Marlene besprechen, wenn du mit mir... Das ist sicherlich vermintes Gelände. Nein, das Gelände ist nicht vermint. Ich habe ihr noch nichts von uns erzählt. Aber die Wochenenden, die... Sind heilig, gehören der Beziehung schon klar. Ich dachte nur, wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Schade. Also so wird das jedenfalls alles nichts. Warte, ich kann sie ja fragen. Ich kann ihr ja sagen, dass es was Wichtiges ist und dann... Ja, das ist es auch. Und seien wir ehrlich, du willst es doch auch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Wir haben überhaupt nichts dabei gedacht. Das ist eben einfach passiert. Wenn man miteinander zusammenarbeitet, dann passiert das eben. Dann entsteht eine besondere Atmosphäre, dann wird alles eins. Das ist doch normal. Ja, das war eine einmalige Sache. Ja, klar. Da hat aber jemand gute Laune. Kein Wunder. Ich habe ja auch dich. Ja, so sieht's aus. Ich habe gerade meine Termine gecheckt und da hat jemand rund ums Wochenende meinen Kalender freigeschaufelt. Das warst du, stimmt's? Ach, bisschen telefonieren hier und rumschieben da. Ich meine, wozu sitze ich hier im Empfang und habe Zugriff auf eure Timer? Danke. Für alles. Vor allem für das Wochenende. Und weißt du, im Endeffekt habe ich mich damit nur selbst beschenkt, weil bei uns ist es wie in jeder anderen Beziehung auch. Bist du glücklich, bin ich's auch. Ich weiß, ich arbeite zu viel. Darum habe ich auch eine Überraschung für dich. Und dann ist heute wohl der Tag der Überraschungen. Voila. Ich liebe es, wenn du Französisch sprichst. Eine Überraschung. Ich muss ja leider die Augen verbinden. Ach Gott, ich sehe nichts mehr. Ja, das ist Sinn der Sache. Noch 2 Stunden bis zur Verhandlung. Wir haben nichts. Damit war ja zu rechnen. Nichts. Scheiße, Mann. Psst. Mist, das muss ja rauskommen. So. Du machst das ganz schön spannend. Ja, das ist Sinn der Sache. Noch ein kleiner Schritt. Okay. Ja, noch ein bisschen so. Ja, so ist perfekt. Moment. Ja, bin ich immer gespannt. Wow. Gefällt's dir? Das ist wunderschön. Ist es für die neue Kollektion? Nein, das ist ein Einzelstück für dich. Das ist ja der absolute Hammer. Das kann ich ja sogar in der Opera Bastille tragen. Das ist perfekt. Es ist perfekt, weil du es trägst. Oh, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Natürlich ist es deins. Danke. Könntest du vielleicht noch mal was auf Französisch sagen? Je t'aime. Willst du es nicht anziehen? Ja, ich will. Hi. Hi. Schwarz? Ja, passt doch zum Anlass. Verstehe.
Du gibst die trauernde Tochter, die sich aus lauter Verlustgefühlen zu einer Falschaussage hat hinreißen lassen. So ungefähr. Hauptsache, du überlegst es dir kurz vorher nicht anders. Wir haben eine Abmachung. An die werde ich mich halten. Vertrau mir mal, wir sind Mann und Frau. Was wird das hier? Handtaschenwechsel. Passt besser zum Outfit. Wer von uns beiden leitet den Mode-Imperium? Es wird langsam Zeit. Bist du mit der Limousine da? Ja. Haben wir noch mal Sex auf dem Weg ins Gericht? Was? Kaum verheiratet, schon spießig. Ich habe nicht Nein gesagt. Das war verdammt knapp. Die verarscht uns. Haben wir noch mal Sex auf dem Weg ins Gericht? Die verarscht uns alle. Woher willst du das wissen? Vielleicht liebt sie Tristan wirklich und nimmt die Falschaussage zurück. Ja, vielleicht. Vielleicht ist aber nicht genug. So, und jetzt weiter. Wann kommt er denn endlich? Er wird jeden Augenblick hier sein. Das bisschen Bewachung, das ist alles? Ich habe mit der Polizei gesprochen. Die sehen aktuell natürlich noch keine Bedrohungslage für Ansgar, aber die Jungs hier sollen wirklich gut sein. Für wie wichtig halten Sie die Aussage von Alexa Berg? Das ist ein Indizienprozess. Die Sachlage ist alles andere als geklärt. Sollte Alexa Berg ihre Aussage zurückziehen, dann ändert das natürlich alles. Danke, das war's. Wo sind Tristan und Alexa? Ich weiß es nicht. Keine Panik. Sie sind auf dem Weg, er hat gerade gesetzt. Und wo ist Kim? Oh, sie war ziemlich außer sich, als sie erfahren hat, dass Tristan und Alexa geheiratet haben. Ich gehe schon mal rein. Du hast ihr hoffentlich nicht gesagt, was hier wirklich los ist. Nein, dass Alexa dich umbringen will, habe ich weggelassen. Der ganze Prozess nimmt sie ohnehin schon ziemlich mit. Oh mein Gott. Ein Tsing-Yu-Nagellack. Farbe Crystal Mauve. Made in Japan. Was du nicht alles weißt. Auflage 2000 Stück. Ich wollte einen haben, aber es war unmöglich, ihn aufzutreiben. Es gab ihn nirgends. Ich habe mir sogar eine Blase geholt und die ist später aufgeplatzt. Bah. Sag mal, hast du mir nicht noch eben was davon erzählt, dass dein Vater vielleicht gerade jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt wird? Und du flänzt rum, weil du einen Nagellack nicht haben kannst? Ruhig, ich muss nachdenken. Hab ich Personenschutz. Ich will nicht nach einem Freispruch hier eine Kugel in den Kopf kriegen. Wir haben keine Ahnung, wann und wie Alexa zuschlagen will. Die Polizei kann nichts machen. Aber ich habe ein privates Security-Unternehmen angeheuert. Die werden ein Auge auf dich haben, wenn du gleich hier rausmarschierst. Dir ist schon klar, dass die Lage jetzt ziemlich unübersichtlich ist. Tja, dann kann ich gerade behaupten, dass wir das Ganze unter Kontrolle haben. Es bleibt ein Restrisiko. Naja. So, es wird jetzt Zeit. Okay. Ach, Ansgar. Nee, das ist kein Kleid für die Oper, das ist ein Kleid für den Champs-Élysées. Du könntest sogar ein Klo damit putzen, du würdest immer noch perfekt drin aussehen. Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht richtig für dich da war. Hey, ich weiß doch, was für einen harten Job du machst. Deshalb finde ich es einfach nur wichtig, dass wir uns jetzt die Zeit füreinander nehmen. Du hast recht. Jetzt wäre tatsächlich der richtige Zeitpunkt. Du meinst das wirklich ernst? Natürlich. Zum Glück habe ich mich gegen Knöpfe entschieden. Das muss der Schlüssel sein. Wie soll dieses Teil beweisen, dass Alexa dein Daddy in die Pfanne gehauen hat, hä? Ich hab's gleich. Kim, lass uns langsam verschwinden. Ich weiß es. Was? Das ist der Tag, das passt. Kim, bitte, welcher Tag? An dem Eva erschossen wurde. Diesen Nagellack in dieser Farbe gab's nur an diesem einen Tag bei Die Tremante auf der Kö. Das war so ein Kosmetik-Event. Und? Emilio, wenn Alexa bei Die Tremante war, dann kann sie nicht am Tatort gewesen sein. Ja. Und auf der Party sind bestimmt eine Menge Fotos entstanden. Ja, und wahrscheinlich wird der Laden sogar videoüberwacht. Ich meine, da hängen Klamotten für sechsstellige Summen. Wir checken das. Und wenn Alexa wirklich da war, dann haben wir sie an den Eiern und drücken sie ganz langsam zu. Was habe ich für ein Glück. Du hast nicht nur Bauchmuskeln, du kannst sogar mit Sprache umgehen. Helles Köpfchen, wenn die Sonne drauf scheint. Was soll das? Wieso machst du das? Wir stehen unter verschärfter Beobachtung. Die Presse ist da.
Ich möchte heute keine Fragen zu unserer Hochzeit beantworten, wenn du verstehst. Ja, gut. Hast recht. Heute ist wahrscheinlich ein bisschen Diskretion angesagt. Gib ihn mir so lange. Das ist der Ring meines Vaters. Verlierst ihn noch. Sie sind ja immer noch da. Ja, wo ist das Zimmer nochmal? 7. Etage. 7. Etage. Danke. Wen rufst du an? Sebastian, Warum? weil wir ihn brauchen. Er muss mitkommen. Die geben uns bei Ditremante doch niemals ihre Videos. Da sind bestimmt zig Promis drauf. Er ist Anwalt, er macht es schon. Ich muss zu meiner Familie. Alles andere würde einen schlechten Eindruck hinterlassen. Warte. Die Typen da. Was machen die hier? Keine Ahnung. Tristan? Wenn es etwas gibt, was ich wissen sollte, dann wäre jetzt der Moment, es mir zu sagen. Und die haben Headsets. Das hier ist ein Gerichtsgebäude. Hier laufen eine Menge Kriminelle herum. Das sind wahrscheinlich Beamte in Zivil. Jetzt beruhig dich bitte. Und? Wieder nun in die Mailbox. Shit, wahrscheinlich hat der Prozess schon längst angefangen. Okay, ist kein Problem. Dann fahren wir erstmal zu Ditremante und sehen dann weiter. Ja, oder nee, wir fahren gleich zum Gericht und holen Sag Sebastian. Ihnen. Hallo. Guten Tag. Ich bat Vincent Berg, Eva aus dem Spiel zu lassen. Und wie reagierte er auf Ihre Bitte? Er war einverstanden. Wir glaubten beide, dass es eine Sache zwischen uns beiden ist. Aber Aber? Eva wollte nicht gehen. Darf ich um Ruhe bitten? Das hier ist keine Bahnhofskneipe, sondern ein Gerichtssaal. Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Sebastian, ich muss dich dringend sprechen. Wieso nicht? Bitte? Wieso glauben Sie, wollte Eva Baumann sich der Gefahr nicht entziehen? Sie wollte bei mir bleiben, mich nicht zurücklassen. Wurde gesprochen. Sind Sie religiös? Berg fragte mich, ob ich religiös sei. Und? Haben Sie geantwortet? Ich lass ihn nicht allein. Bitte, geh. Ich habe Eva angeschrien, dass sie verschwinden soll. Dann fiel der Schuss. Sie meinen, Sie haben abgedrückt? Nein, ich habe nicht abgedrückt. Ich hatte ja nicht mal eine Waffe. Berg hat geschossen. Auf mich. Wieso leben Sie dann und Eva Baumann ist tot? Weil sie sich vor mich gestellt hat, weil sie den Schuss abbekommen hat, weil sie... Eva, bleib bei mir. Bitte. Eva. Für mich gestorben ist. Wie romantisch. Das muss eine sehr große Liebe gewesen sein. Um genau zu sein, eine, wie sie in Wirklichkeit wohl nie vorkommt. In ihrer armseligen Wirklichkeit vielleicht nicht. Und falls Sie die Antwort auf Bergs Frage interessiert, nein, ich bin nicht religiös. Aber ich wünschte, ich wär's. Ich wünschte, ich könnte mich an die Vorstellung klammern, dass Eva irgendwo da oben ist, dass ihre Seele im Himmel Erlösung findet. Aber das kann ich nicht. Eva ist nicht hier, sie ist nirgends. Das ist genau wie Sie gesagt haben, Herr Staatsanwalt, sie ist tot. Und glauben Sie mir, ich
würde mein eigenes Leben dafür geben, um das rückgängig zu machen. Ich schlage vor, wir machen eine kurze Pause. Ist ja echt nett von Tore, dass er dir Bescheid gegeben hat, dass du mir das Wochenende freischaufelst. Tore? Nee. Wieso? Naja, weil wir das Wochenende durcharbeiten und eine Strategie für die Kampagne festlegen. Ich glaube, wir betreten da wirklich Neuland. Mhm. Neuland? Was ist mit Paris? Paris? Ja. Was soll damit sein? Was ist? Nichts. Mir ist nur gerade einiges klar geworden. Was denn? Das Kleid. Das Kleid, das sollte einfach nur ein Trostpflaster sein, damit ich mich nicht beschweren kann, wenn du die Katze aus dem Sack lässt, oder wie? Wovon redest du jetzt? Also die Kampagne, weißt du, das ist wichtig, das ist mein Job. Ja, und ich dachte, dass es tatsächlich mal ein paar Tage geben könnte, wo ich wichtiger bin als der Job. Weißt du, ich dachte, keine Ahnung, wir wollten doch da schon immer zusammen hin. Wohin? Paris. Ich habe alles organisiert, ich habe Flüge gebucht, Hotels, ich habe Tische in exquisiten Restaurants reserviert. Paris? Aber davon wusste ich überhaupt nichts. Ja, weil du mit derartigen Scheuklappen durchs Leben rennst, dass du nicht mal merken würdest, wenn ein Elefant auf deinem Schreibtisch die Marseillaise tuten würde. Moment, können wir das bitte kurz klären? Was ist auf meinem Schreibtisch? Das hat doch jetzt alles überhaupt keine Bedeutung mehr. Doch, Marlene! Komm mit. Was ist denn jetzt schon wieder? So, was passiert hier gerade? Die Verhandlung läuft wie geplant. Du bist gleich dran. Verarsch mich nicht. Was wollte Kim da drin? Woher soll ich das wissen? Sie stürmt da rein und kommt 2 Sekunden später mit Sebastian wieder raus. Ich will jetzt wissen, was hier gerade läuft. Kim hat andauernd irgendwelche Problemchen. Wahrscheinlich ist gerade ihr Auto abgeschleppt worden oder was weiß ich. Ich kann verstehen, dass du nervös bist. Du bist nicht jeden Tag Zeugin bei einem Mordfall. Und was ist mit diesen Bodyguards? Mann, hast du mal gesehen, wie die mich angucken? Die verfolgen mich, ich spüre das doch. Alexa, jetzt wird bitte nicht paranoid. Du gehst jetzt da hoch und machst deine Aussage, wie besprochen. Und dann gehen wir feiern. Geschafft. Das kann mich meine Zulassung kosten. Wieso? Weil ich, um an Beweismittel zu kommen, behauptet habe, bei der Staatsanwaltschaft zu sein. Danke. Ja, danke. Jetzt ab ins Büro. Du weißt wieso? Ich muss das Material sichten. Dafür ist jetzt keine Zeit. Kim, ich werde das hier bestimmt nicht vor Gericht zeigen, solange ich nicht hundertprozentig weiß, dass Alexa da überhaupt drauf zu sehen ist. Sie war da, ich bin mir sicher. Und wenn nicht, dann platzt der Deal. Sie bleibt bei ihrer Aussage und dein Vater bekommt lebenslänglich. Frau Alexa Berg, Sie haben in dem Zusammenhang mit dem Mord an Eva Baumann bereits eine Aussage gemacht. Sie waren Augenzeugin. Bitte schildern Sie uns, was Sie gesehen haben. Ich würde gerne kurz etwas vorwegschicken. Mein Vater wird immer noch vermisst und ich muss davon ausgehen, dass er tot ist. Wir hatten ein sehr spezielles Verhältnis. Er war bis zuletzt der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ist es dann nicht völlig normal, dass man nach so einem Verlust jemanden zur Verantwortung ziehen will? Für das, was einem angetan, was einem genommen wurde? Es scheint alles nach Plan zu laufen. Sie drückt die richtigen Knöpfe. Bitte, Sebastian, Alexa will Rache. Und wenn wir sie jetzt nicht stoppen, ist es vielleicht zu spät. Ihr Vater ist tot und jetzt will sie, dass Rainer stirbt. Kapierst du das nicht? Doch, ich kapier das. Okay. Hier, du fährst und schmeißt uns vor dem Gericht raus. Bis wir da einen Parkplatz gefunden haben, ist die Show nämlich vorbei. Super. Bei aller verständlichen Trauer um Ihren Vater, hier geht es jetzt primär um Eva Baumann und darum, wer geschossen hat. Wo bist du, Papa? Ich habe Sie nicht verstanden, Frau Berg. Befindet sich derjenige hier unter uns?
Ja. Können Sie ihn zweifelsfrei identifizieren? Da sitzt er. Da sitzt der Mann, der mir alles genommen hat. Er hat auf Eva Baumann geschossen, weil sie ihm im Weg war, als er meinen Vater töten wollte. Verdammt. Haben Sie noch Fragen an die Zeugin, Herr Staatsanwalt? Nein, danke. Ich denke, das war eindeutig. Nicht so eindeutig wie das hier. Was genau machst du im Mülleimer? Ich suche die Trümmer meiner Beziehung zusammen. Süß. Das ist ein Wochenende, Paris. Marlene hat alles organisiert und ich hab's versaut. Du hast es ihr gesagt. Nein, aber ich war die ganze Zeit so mit mir beschäftigt, dass ich überhaupt nicht kapiert habe, was sie fühlt. Was? Wenn du was sagen willst, dann sag's. Sie spürt, dass was nicht in Ordnung ist. Ich finde, du solltest ihr die Wahrheit sagen. Ja, genau. Ach, Marlene, übrigens, ich habe mit Tore gevögelt, hat aber nichts zu bedeuten. Also kein Grund, dich aufzuregen. Bis Montag. Ist doch Harakiri. Ja, wenn man das so sieht. Wie soll man's denn sonst sehen? Die Idee, dich nach Paris einzuladen, ist doch ein Versuch von ihr, was zu reparieren. Sie weiß nicht was, aber sie spürt, dass was kaputt ist. Das frisst sich doch auf Dauer in eure Beziehung. Aber die Wahrheit würde unsere Beziehungen explodieren lassen. Ja, es wird knallen. Sehr laut sogar. Aber ist ein Knall nicht besser als dieser permanente Fiebton zwischen euch? Nach einer Explosion ist es nämlich still. Dann kann man die Trümmer ordnen und von vorn beginnen. Dieser Fiebton, der macht euch doch wahnsinnig. Ach, hör einfach auf, Tore, okay? Okay. Ja. Was ist das? Für die Geschäftsführung. Meine Kündigung. Bitte? Warum? Es war spontan. Es gibt hier so viele Unstimmigkeiten. Ich kann es gar nicht richtig erklären. Naja, dann versuch's doch mal. Als ich anfing in der Modeindustrie, da dachte ich, boah, ist das eine geile Welt. Das hatte was mit Freiheit zu tun. Irgendwie mit Anderssein als irgendeine kaufmännische Angestellte oder eine Zahnarzthelferin. Aber jetzt fühle ich mich, als wäre ich eine Beamtin. Eine Bügelbeamtin. Tja, kann ich verstehen. Weißt du, ich hatte vorhin einfach plötzlich das Gefühl, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehmen muss. Man ist doch selber schuld, wenn man nichts verändert, obwohl man unzufrieden ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ich will einfach mal wieder spüren, dass was weitergeht. Es ist doch nämlich so, es verändert sich nichts, bis man sich selbst verändert. Dann ändert sich plötzlich alles. Und was hast du jetzt vor? Geh nach Berlin. Echt? Ja. Vielleicht komme ich da bei Martha und Juri unter. Und wenn nicht, Hauptsache, irgendwas Neues fängt an. Man spürt, dass man noch lebt. Nicole, diese Musterkleider hier müssen gebügelt werden. Du hast 45 Minuten Zeit. Die Bügelbeamtin, ihre letzte Mission. Wird gemacht. Hauptsache, man spürt, dass man noch lebt. Ruhe, verdammt nochmal! Ruhe! Was zur Hölle soll das? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du gerade unter Eid gelogen hast und dass du dich nicht an unsere Abmachung gehalten hast. Von Beweisstücken, die belegen, dass die Aussage von Frau Alexa Berg falsch ist. Ich hoffe, dieser kleine kinematografische Exkurs trägt irgendetwas zur Wahrheitsfindung bei. Es handelt sich hierbei lediglich um einen kleinen Lehrfilm, der die traurige, aber doch schwer anzuzweifelnde Tatsache beleuchtet, dass es uns Menschen leider nicht möglich ist, an 2 Orten gleichzeitig zu sein. Bitte. Was Sie hier sehen, das ist der Hinterausgang der bekannten Luxusboutique Die Tremante auf unserer wunderschönen Königsallee zum Zeitpunkt des Mordes an Eva Baumann. Für uns interessant ist das hier. Die Zeugin Alexa Berg. Ich wusste es. Diese Bilder sowie diese Kartenzahlung belegen eindeutig, dass Frau Alexa Berg entweder das Beamen erfunden hat, dafür hätte sie dann zweifelsohne den Nobelpreis verdient, oder aber schlicht und ergreifend nicht dabei war.
als Eva Baumann starb. Danke. Ruhe oder ich lasse räumen. Rebecca, so geht das nicht weiter. Ja, du hast recht. Es ist was passiert. Ja, es ist tatsächlich was passiert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin, weil ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, Strategien zu entwickeln, um irgendwie wieder mit dir in Kontakt zu treten. Ich weiß, und das tut mir auch wirklich leid. Ich war noch nicht fertig. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich doch noch dazu entschließen könntest, mit mir nach Paris zu kommen. Wenn du das nicht kannst, dann werde ich ohne dich fahren. Weil ich brauche dich, Rebecca, aber ich brauche auch mich. Bei mir geht es nicht darum, ob ich lieber mit dir oder mit Tore Zeit verbringen will. Weißt du, es ist alles viel komplizierter, Bitte Marlene. hör auf, die Dinge zu erklären, sondern triff eine Entscheidung. Ich habe meine getroffen. Ich werde nach Paris fahren. Mit dir oder ohne dich? Seit Wochen liege ich nachts wach und denke darüber nach, wie dieser Tag zu Ende gehen wird. Was auf mich wartet. Freiheit oder lebenslanges Dahinvegetieren auf deprimierenden 12 Quadratmetern. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ich habe Pläne geschmiedet, Deals eingefädelt, um diesem Schicksal zu entgehen. All diese Pläne sind gescheitert. All meine Strategien sind zerplatzt. Der Angeklagte Ansgar von Lahnstein wird in der Klage Mord an Eva Baumann aus Mangeln an Beweisen freigesprochen. Und dennoch bin ich jetzt ein freier Mann. Manchmal sind die Menschen, die wir lieben, die wir beschützen wollen, auch die, die uns retten. Zur Begründung. Herr Lahnstein, fühlen Sie sich. Was werden Sie jetzt tun? Hierher. Hierher. Einmal hier rüber, bitte. Einmal noch links vor rechts. Tolle Frisur. Danke für alles. Bedank dich bei deiner Tochter. Ich gratuliere. Glückwunsch. Was passiert jetzt eigentlich mit Alexa? Man wird sie wegen Meineids dran kriegen. Jetzt kann sie sich nicht mehr länger dem Gesetz entziehen. Ich fürchte, das hat sie schon. Shit. Die ist weg.